Hast du jemals davon geträumt, einfach einen Stecker zu ziehen? Ich meine nicht für ein Wochenende oder einen zweiwöchigen Urlaub. Ich meine den Stecker deines gesamten Lebens zu ziehen. Ihn aus der Wand zu reißen, in der das Summen von E-Mails, das Piepen von Benachrichtigungen und das endlose Rauschen der modernen Welt vibriert. Hast du jemals nachts im blauen Licht deines Bildschirms gelegen und dich gefragt, ist das alles? Ist das wirklich mein Leben? Ein Kalender voller Termine, die du nicht machen willst. Ein Job, der dich bezahlt, aber nicht erfüllt. Ein Gefühl, ein winziges Zahnrad in einer riesigen, unverständlichen Maschine zu sein. Es gibt einen Ort, über den im Internet geflüstert wird, wie über ein verlorenes Geheimnis. Ein digitales Eldorado für die ausgebrannte Seele. Ein Ort, der nicht nur einen Neuanfang verspricht, sondern der auch das Erbe eines der größten Rätsel der Menschheit in seinen Gewässern birgt. Eine Insel, deren Name wie eine Beschwörung klingt, Antikythera. Die Schlagzeilen vor ein paar Jahren klangen wie ein Märchen, zu schön, um wahr zu sein, und verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Griechenland bezahlt dich dafür, auf eine Trauminsel zu ziehen. 500 € im Monat, ein Haus und ein Stück Land umsonst. Es war der ultimative virale Traum, der Lottogewinn für die Seele. Ein Leben, gesponsert vom Schicksal selbst. Ein Ausweg, der so einfach und so perfekt schien, dass Millionen von Menschen für einen Moment innehielten und dachten, das ist es, das ist meine Chance. Aber bevor du jetzt deine Koffer packst und dein altes Leben in eine Kiste verbannst, lass uns über die Wahrheit reden, denn die ist wie immer komplizierter, rauer und unendlich faszinierender als jede Schlagzeile. Die Wahrheit ist, dass dieses Angebot kein Geschenk war, sondern ein Hilferuf. Und die Wahrheit ist, dass Antikythera dich auf eine Weise auf die Probe stellen wird, wie es kein Chef, keine Lebenskrise und keine durchwachte Nacht je könnten. Um Antikythera zu verstehen, musst du seinen Geist verstehen. In den Tiefen vor seiner Küste fand man vor über einem Jahrhundert ein römisches Wrack. Darin lag ein unscheinbarer Klumpen aus Bronze, verkrustet und vom Meer zerfressen. Erst Jahrzehnte später enthüllte die Technik, was es wirklich war. Ein Gerät aus über 30 präzisen, ineinandergreifenden Zahnrädern mit Zifferblättern, die den Mondkalender verfolgten, Sonnen- und Mondfinsternisse vorhersagten und sogar die Daten für die Olympischen Spiele anzeigten. Ein antiker Computer, so komplex, dass er unser gesamtes Verständnis der Antike auf den Kopf stellte. Stell dir das vor. Vor über 2000 Jahren, als Rom noch auf dem Höhepunkt seiner Macht war, gab es Menschen, die die kosmische Uhr verstanden und in Bronze nachbauten. Diese Insel ist also seit jeher ein Ort, an dem sich Zeit, Schicksal und der Kosmos berühren. Heute ist die Zeit hier fast stehen geblieben. Der kosmische Mechanismus ist verstummt. Die Bevölkerung ist auf weniger als 40 Seelen geschrumpft. Verlassene Häuser starren mit leeren Fenstern auf die Ägäis, ihre Türen ächzen im Wind wie Seufzer. Die Stille ist hier kein Luxus. Sie ist allumfassend, fast ohrenbetäubend. Der Herzschlag der Insel ist kaum mehr als ein Flüstern. Das berühmte Angebot, neue Bewohner zu bezahlen, war kein Marketing-Gag. Es war ein verzweifelter Schrei gegen das Aussterben, weil die Schule schließen musste, da es keine Kinder mehr gab. Es war der Versuch, das Ticken der Uhr wieder hörbar zu machen, bevor sie für immer stehen bleibt. Und sie suchten nicht irgendwen. Sie suchten keine Dichter, keine Träumer, keine digitalen Nomaden. Die Anzeige war ein Einstellungsgesuch. Gesucht wurden Fischer, Bäcker, Bauarbeiter, Bauern. Familien mit Kindern. Menschen, deren Hände etwas erschaffen können. Es war eine Rekrutierungsmaßnahme für eine Arche, die zu sinken drohte. In deiner Vorstellung malst du dir das Leben dort aus, oder? Der Traum ist süß und verlockend. Du wachst auf vom Schrei einer Möwe, nicht vom Wecker deines Handys. Du trinkst deinen Kaffee, während du zusiehst, wie die Sonne das Meer in flüssiges Gold verwandelt. Kein Verkehr, keine Termine. Du verbringst den Tag in deinem Garten, die Hände in der Erde, spürst den Wind auf deiner Haut. Du reparierst eine alte Steinmauer, liest ein Buch, sprichst mit den 3 Nachbarn, die du hast. Du schreibst endlich diesen Roman, findest zu dir selbst, lebst von dem, was dein Land dir gibt. Und nachts siehst du einen Sternenhimmel, so klar und überwältigend, dass du das Gefühl hast, der alte Mechanismus flüstert dir seine Geheimnisse zu. Ein totales digitales Detox, die ultimative Befreiung.
Und jetzt die Realität. Die Fähre, deine einzige Nabelschnur zur Zivilisation, kommt vielleicht einmal pro Woche. Wenn der Meltemi, der gnadenlose Winterwind, die See wochenlang in einen Hexenkessel verwandelt, kommt sie gar nicht. Der einzige kleine Laden auf der Insel, geführt von einem alten Mann, hat dann vielleicht keine Milch, kein Mehl, keine Medikamente mehr. Was tust du, wenn du dir beim Reparieren der Steinmauer den Arm brichst? Das nächste Krankenhaus ist Stunden entfernt, wenn die See es zulässt. Die Einsamkeit ist keine romantische Kulisse für deine Selbstfindung. Sie ist eine physische Präsenz, die an dir zerrt, besonders in den langen, stürmischen Winternächten. In einer Gemeinschaft von 40 Menschen gibt es keine Anonymität. Jeder Streit, jede Meinungsverschiedenheit wird zum Dorfdrama. Du kannst niemandem aus dem Weg gehen. Die Stille, die du so sehr gesucht hast, verwandelt sich in ein dröhnendes Rauschen in deinen Ohren. Antikythera ist kein sanftes Paradies für erschöpfte Großstädter. Es ist ein Ort für Pioniere. Es belohnt dich nicht fürs Nichtstun. Es fordert dich zum Handeln auf. Es fragt nicht, wer du sein willst, sondern wer du bist, wenn dir alle Masken und Ablenkungen deines alten Lebens genommen werden. Vielleicht wirst du niemals nach Antikythera ziehen, aber diese Insel ist mehr als nur ein Ort auf der Landkarte. Sie ist ein Spiegel für dich. Sie verkörpert diese tiefe Sehnsucht in unserer Generation, auszubrechen und etwas Echtes zu finden. Die Frage, die Antikythera dir stellt, ist fundamental. Bist du ein Romantiker, ein Burnout-Flüchtling, ein Selbstversorger-Idealist? Oder bist du ein Überlebenskünstler, ein Macher, ein Pionier? Der Romantiker würde an der Realität zerbrechen. Er würde die verpasste Fähre verfluchen und von der Stille in den Wahnsinn getrieben werden. Die Insel braucht keinen weiteren Dichter, der über das Meer sinniert. Sie braucht jemanden, der einen Dieselgenerator reparieren, ein Fischernetz flicken oder bei der Geburt eines Lammes helfen kann. Sie ist ein Ort, der greifbare Fähigkeiten über abstrakte Ideen stellt. Sie ist die ultimative Prüfung deines wahren Wertes in der realen Welt. Das wahre Geheimnis von Antikythera war nie nur der antike Mechanismus aus Bronze. Das wahre Wunder war der menschliche Geist, der ihn erschaffen hat. Dieser unbändige Wille, zu verstehen, zu bauen und selbst unter einfachsten Bedingungen das Unmögliche zu schaffen. Genau dieser Geist ist es, den die Insel heute von dir verlangt. Die Auswanderung nach Antikythera ist weniger eine geografische Reise als eine Reise nach innen. Sie ist ein Angebot und eine Warnung zugleich. Die Insel bietet dir die absolute Freiheit. Aber der Preis für diese Freiheit ist alles, was du zu sein glaubst. Dein Status, deine Karriere, deine Komfortzone. Sie bietet dir keine fertigen Antworten oder ein bequemes Leben. Sie stellt dir nur eine einzige brutale und wunderschöne Frage, die in der Stille ihrer leeren Täler widerhallt. Wer bist du, wenn alles andere wegfällt? Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.